aber wir haben ja schon WLAN-P, wir haben die Kurzstreckenkommunikation, da haben wir ja schon investiert. Und wenn Sie sich dieses Bild hier ansehen, diese Architekturübersicht, dann sehen Sie, die Kurzstreckenkommunikation ist dann zwischen dem Straßenbenutzer, also zwischen dem jeweiligen Fahrzeug und den, ich sag mal so, den Lichtsignalanlagen zum Beispiel, das halt dann für ÖPNV oder für Einsatzfahrzeuge auf grün geschaltet wird. Das heißt, 150, 200 Meter, 100 Meter vor der Lichtsignalanlage verbinden die sich und schicken dann die dementsprechende Information zum zur LSA, zur Lichtsignalanlage, dass die dann auf grün schaltet. Aber wie gesagt, mit der Langstreckenkommunikation hat man natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Zum einen ist es ja wirklich so, wie schon gesagt wurde vorhin, es gibt nur Volkswagen, die bisher auf diese Kurzstreckenkommunikation gesetzt haben und die Anzahl der Fahrzeuge ist leider begrenzt. So, wenn man das aber die Möglichkeit hat, über andere Kanäle auch weitere Straßenbenutzer zu involvieren, dann ist das ein riesengroßer Vorteil. So, man kann, wenn man über den Mobilfunk, also über Langstreckenkommunikation mit unserem System das nutzt, dann kann man auch Daten für Forschung und Entwicklung weiterleiten, dass die ausgewertet werden. Die können für Optimierung genutzt werden und wie auch immer. Also viel, viel mehr. Und ich habe hier noch gerade zu diesem Bereich der Kurzstreckenkommunikation einen interessanten Artikel gefunden aus der Eurotransport, aus eurotransport.de, einer Online-Zeitung oder ein Online-Magazin, wo es nochmal speziell um den Lkw-Verkehr eigentlich ging. Da hatte man bis Ende September oder bis zum jetzigen Zeitpunkt circa 50 tote Lkw-Fahrer und man geht davon aus, dass bis zum Jahresende 2023 wahrscheinlich wieder der Höchststand von 70 getöteten Lkw-Fahrern erreicht wird. Und das alles trotz dieser modernen Notbremsassisteme und Assistenten und so weiter. Und in dem Beispiel, was ich hier habe vom 25.08., da ist er halt in einen Vorwarnanhänger reingerauscht, 2 LKWs, die dann auch in Flammen aufgingen und ist egal. Aber was interessant ist, was im Zuge dessen der Referatsleiter Fahrzeugtechnik beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat gesagt hat. Und das möchte ich ausnahmsweise mal so vorlesen, wie es hier steht. Diese Unfälle werden uns wohl leider noch ein paar Jahre begleiten. Daran dürfte auch die Ausstattung der Absperranhänger der Autobahn GmbH mit CITS so schnell nichts ändern. Auch wenn die Ausstattung wie geplant Ende dieses Jahres abgeschlossen sein sollte, können die Signale aktuell ohnehin nur von einigen wenigen PKWs des VW-Konzerns empfangen werden. Wie gesagt, das ist nichts, was ich mir ausgedacht hatte, sondern was wirklich der Behrendt, sorry, da habe ich einen Schreibfehler drin, Behrendt Wolf gesagt hat. Und es gibt Initiativen, gerade zum Beispiel die kompletten französische Automobilindustrie hat in diesem Sommer die Entscheidung getroffen, nicht auf die Kurzstreckenkommunikation, sondern auf die 5G V2X-Kommunikation zu setzen. So, und das ist natürlich ja zukunftsweisend, muss ich so sagen.